93% aller Menschen haben ständig Angst. Angst vor dem Ungewissen, Angst vor Verantwortung, Angst zu versagen. Kennt ihr das? Ich schon. Deswegen habe ich mich gefragt, was kann man da tun? Und ich habe die Lösung für euch. Es ist schlichtweg diese Angst, die einen ständig lähmt, irgendwelche Dinge zu tun, die einen vom Erfolg abhält. Das ist doch schrecklich. Man weiß, was zu tun ist. Man hat total die guten Ideen und trotzdem, es funktioniert nicht. Man kriegt es nicht hin und denkt sich, boah, bin ich denn irgendwie, warum kriege ich das denn nicht hin? Warum kriegen andere das hin? Tja, ihr kennt das, Vorstellungsgespräch, ihr seid nervös. Man könnte sich ja versprechen, man kann unsicher wirken. Man könnte in eine Matschpfütze fallen und total versaut sein und dann so dahin kommen und sich total blamieren und man könnte sich einiges ausmalen, was passiert. Aber letztendlich, was ist wirklich der Worst Case? Das ist doch die Frage, oder? Was ist der Worst Case, was passieren kann? Ich meine, ihr kriegt die Stelle nicht. Und? Dann bewirbt man sich auf die nächste und kriegt die. Was ist jetzt passiert? Nix. Vielleicht ist die sogar besser. Weiß man's? Vielleicht ist es das Schicksal, was sich zu der nächsten Stelle bringt. Die Stelle ist die ultimative Stelle, die... Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, und das ist halt eben genau der Punkt. Man muss halt sich fragen, was ist der Worst Case, was passieren kann. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, dann stellt man fest, dass das meistens gar nicht so schlimm ist. Weil, seien wir mal ehrlich, bei den Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, was ist davon wirklich wahrscheinlich? Ist es wahrscheinlich, dass man vorher in eine Matschpfütze fällt und total aussieht wie Sau und dann da... Nicht so wahrscheinlich. Die Welt wird wahrscheinlich auch nicht untergehen und wenn, dann ist die Stelle auch nicht mehr wichtig. Also, was soll passieren? Dieses Unsichere, dieses Nervöse, dass man irgendwie nervös und unsicher erscheint vor anderen und die einen dann vielleicht falsch einschätzen und die Stärken nicht erkennen. Ja, das mag sein, aber ist euch schon mal aufgefallen, dass meistens andere über einen sagen, wie, du warst nervös, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, du hast es total souverän gemacht. Ich war voll nervös. Und dann denke ich immer, nee, niemals. Und so ist das doch häufig. Ja, also Angst hält einen zurück. Ich kenne das halt auch. Und ja, was soll man sagen? Was macht man jetzt? Abonnieren? Glocke betätigen? Dann verpasst ihr nichts. Und ja, wenn ihr irgendeine Sache habt, wo ihr irgendwie nicht vorankommt, wo ihr feststeckt. Dieses einfach machen ist immer ein toller Tipp, aber stellt euch einfach mal vor, was ihr machen könnt, wie das ist, das zu machen. Wenn man sich vorstellt, dass man schon dabei ist, das zu machen und wie der Ausgang der Situation ist. Man hat das gemacht, hat da Freude bei gehabt, hat was Tolles geschaffen, hat diesen Erfolg verspürt und es ist vielleicht nichts schiefgegangen oder nichts, was ihr nicht lösen konntet, dann geht ihr souverän aus dieser Situation heraus. Mit Erfolg. Motiviert, das nächste auch zu schaffen. Also, let's go!